Hallo, heute bei Reingedruckt geht es weiter mit unserem Solulu T3. In dem letzten Video habe ich vorgestellt, was auf der SD-Karte drauf ist, habe gesagt gehabt, okay, ich probiere den auch aus. Da ist eine kleine Banshee-Datei dabei, eine Testdatei gewesen, der sogenannte Banshee-Schiff. Und ich zeige euch mal, was mir da passiert ist. So. Dieses Banshee-Schiff, machen wir mal hier unten an, habe ich gedruckt gehabt mit der Version 15. Boah, schlag mich tot. Auf jeden Fall die Version, die Cura-Version, die bei dem 3D-Drucker mit dabei war. So, wenn man sich das angucken tut, jetzt hier unten speziell, ja, sieht nicht gerade schön aus. Was ist passiert? Keine Ahnung. Stehen wir erstmal im Raum. Aber was viel schlimmer ist, schaut euch das mal an. So. Da habe ich mir gesagt gehabt, na gut, okay, oder hatte ich im Video schon angekündigt gehabt, ich drucke dasselbe nochmal mit der neuen Version. Sieht der Schornstein da oben genauso bescheiden aus. Einzigster Unterschied ist, man kann hier oben zum Schluss kann man tatsächlich noch erkennen, dass es da rund ist. Es wurden beides im Groben mit denselben Werten gedruckt. Ja, also gut. Dann habe ich mir so gesagt gehabt, naja gut, okay, vielleicht mag er die hohe Geschwindigkeit nicht und habe das Ding langsamer gedruckt. Deutlich langsamer. Also die Druckzeit zwischen dem und dem ist 3,5 Stunden zu 7 Stunden. Also das Doppelte an Zeit. Da habe ich gesagt gehabt, naja gut, okay, lassen wir erstmal so stehen. Aber da ist trotzdem was passiert. Und zwar, wenn ihr hier unten guckt, seht ihr, dass das Ding sich einmal so richtig komplett versetzt hat. Und da ist ein Problem da, was ein bisschen größer ist. Also habe ich mir den Drucker angeguckt und habe wirklich ein bisschen genauer hingeguckt diesmal, um auch versucht herauszufinden, woran liegt es. Und schaut mal hier. Na, jetzt ist es zu fest. Hier. Seht ihr es? Also man kann es sogar deutlich hören. So, was kann man dagegen machen? An einer Stelle die Schraube richtig drehen. Welche Stelle wäre das? Und zwar müsst ihr mal hier unten drunter schauen. Jetzt hoffe ich, dass ich das eingefangen kriege. Und zwar haben wir hier die Rädchen. Und da sind dann halt auch die passenden Schrauben dafür da. Und da müssen wir dann halt drehen, damit wir das Ding dann halt aufgefangen kriegen. Ja. Und ich würde jetzt in meinem Fall erstmal gucken, versuchen rauszukriegen, welche liegt in der Luft. Ich lasse mal, da schiebt es mal ein bisschen hier rüber, dass ihr das besser sehen könnt vielleicht. So. Haben wir hier natürlich auch das passende Werkzeug dazu. Also der ist mit dabei. Und mit denen können wir das dann halt einstellen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist der Fehler? An welcher Stelle? Auf beiden Seiten ist der Fehler. Der Fehler ist tatsächlich auf beiden Seiten zu finden. Also machen wir das mal so hier hin. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hopp. Dann gehe ich mal hier rein. Und dann haben wir hier, ich hoffe, nee, hier ist keine Mutter. Also müssen wir halt tatsächlich hier drüben, wo der Sechskant dran ist, bei einmal aufgesetzt und dann vorsichtig drehen.
Wird schon weniger. Und schon ist das Spiel weg. Ist fest, ist fest. So, was wir jetzt natürlich wieder neu machen müssen, wir müssen den Drucker wieder neu leveln. Aber wie das funktioniert, das habe ich euch in einem der anderen Videos schon gezeigt. Brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Na komm, jetzt scharf. Das da hinten wollen wir scharf haben. Also was habe ich gemacht? Gucken, ob wir das besser eingefangen kriegen. So, ich habe halt wirklich bloß mit dem Schlüssel, halt falsche Seite, bin ich hier reingegangen an die Mutter und dann habe ich dann halt je nachdem in welche Richtung ich musste, habe ich das Ding dann halt verstellt. Ja, wirklich nur hier an die Mutter ran und dann halt so verstellt, bis dann halt das Spiel draußen war. Mehr habe ich nicht gemacht. Was werde ich jetzt natürlich auch machen? Ich werde kontrollieren, ob alle anderen Rollen auch fest sitzen. Wenn es einmal so ein Fehler ist, ist manchmal der Fehler mehrmals da. Und dann gucken wir hier. Die lässt sich noch leicht, na wo ist sie? Die lässt sich noch leicht bewegen. Ist gut, hat kein großes Spiel. Jetzt gucken wir weiter zur nächsten Rolle. Also die darf sich mit der Hand immer noch leicht bewegen lassen. Ja? Die hier zum Beispiel, die ist viel zu leicht. Und die hier auch. Aber, was? Ja, also die hier lässt sich viel zu leicht bewegen gegenüber der hier. Die hier sitzt ziemlich stramm und die hier lässt sich sehr leicht bewegen. Jetzt kann ich euch natürlich hier oben auch zeigen. Kurz mit dem Schlüssel heran. Ganz kleine leichte Bewegung. Und schon ist diese Schraube hier viel fester dran. Ein bisschen noch. Sie sollte sich immer noch leicht durchdrehen lassen. Leicht, weil wenn es zu fest ist, dann ist das Spiel raus. Ist nicht nur das Spiel raus, sondern dann geht das Ding, nutzt sie sich zu schnell ab, die Rolle. Dann müsst ihr die relativ schnell wieder nachkaufen. Ja, hier, die lässt sich ganz leicht bewegen. Und die hier fast gar nicht. Also haben wir hier auch noch ein bisschen Spiel drin. So, dann machen wir hier auch noch mal ein ganz kleines Stückchen nach. Hopp. Ein bisschen noch. Das ist besser. So, dasselbe kontrollieren wir jetzt natürlich auch hier oben an dem Schlitten. Oh, hier, guck mal hier. Also muss man, glaube ich, gar nichts erzählen. Ja, man hört es sogar. Das muss definitiv beseitigt werden. Und hier haben wir nur eine Endstellschraube. Die sitzt dann in dem Fall hier unten drin. Drehen wir mal ein kleines Stück. Noch weiter. Ist schlimmer geworden. Also in die andere Richtung. Ist schon fester, aber die Rolle lässt sich noch durchdrehen und die Rolle lässt sich noch ganz leicht durchdrehen. Also geht noch ein ganz kleines Stück. Oh, gucken wir mal, was jetzt die Rollen machen. Wenn ich jetzt hier so dran bewege, dann bewegt sich das Ding schon vor und zurück, hier auch. Aber ich kann die Rolle immer noch durchdrehen und ich kann die Rolle auch immer noch durchdrehen.
Gucken wir hier unten nochmal. Ein bisschen noch. Ein ganz kleines bisschen. Na, nicht runterfallen. Lässt sich noch durchdrehen. Lässt sich noch durchdrehen. Und ist fest. Ja, jetzt haben wir dasselbe Spiel hier hinten nochmal. Beim letzten. Und da gucken wir uns die Rollen auch nochmal schnell an. Die ist gut. Die ist auch gut. Und die sitzt sogar ziemlich stramm. Aber lasse ich so stehen. So. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den hier nochmal besser eingestellt. Ich habe das hier besser eingestellt. Und mehr nicht. Und wir probieren jetzt nochmal ein neues Banshee. Natürlich nicht diesen hier, sondern ich möchte diesen hier nochmal probieren. Und ja, das Einzige, was passieren wird, ist ja, eine neue Rolle rauf. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen was an Restmaterial da habe. Und ich halte euch dann wieder auf dem Laufenden. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.